Was ihr hier seht, ist das Ergebnis aus 2 Jahren Ausbildung und 2,5 Wochen Arbeit. Das Gesellenstück stellt den Höhepunkt und Abschluss meiner Ausbildung zum Schreiner dar. Doch was ist ein Gesellenstück jetzt eigentlich? Wenn man sich in Deutschland Schreiner nennen möchte, muss man erst eine 3-jährige Ausbildung durchlaufen. Es gibt mehrere Faktoren, die die Ausbildungsdauer auf 2,5 oder 2 Jahre verkürzen können. Die Ausbildung findet dann anteilig im Betrieb und in der Berufsschule statt. Es gibt 3 Hürden, die es am Ende der Ausbildung zu nehmen gilt. Die schriftliche Prüfung, das Gesellenstück und die Handwerksprobe, mit deren Bestehen die Ausbildung beendet wird. Die schriftliche Prüfung besteht aus mehreren Fragebögen, die das gesammelte Wissen aus allen Bereichen der Ausbildung abfragt. Sie dauert 6 Stunden und behandelt unter anderem den Aufbau von Holz, das Lesen und Erstellen von Plänen, Zeichnungen, Materiallisten, Zuschnittplänen und Arbeitsablaufplänen, Mathematik, Maschinenkunde, Möbelgeschichte und Politik. Bei der Handwerksprobe muss man unter Aufsicht in 7 Stunden ein vorgegebenes Werkstück bauen. Was gebaut wird, ist vorher nicht bekannt. Man bekommt die Pläne zu Beginn der Prüfung, muss einen Arbeitsablaufplan und eine Materialliste erstellen und anschließend das Stück bauen. In meiner Prüfung war das dieses Minimöbel mit einer Klappe und einem Handyhalter. Es kommt auf korrekte Maschinenbedienung sowie Geschwindigkeit und Präzision im Umgang mit Handwerkzeugen an. Gewöhnlich muss eine Schwalbenschwanzzinkung von Hand hergestellt und ein Beschlag verbaut werden. Der letzte Teil der Prüfung ist dann das Gesellenstück. Hier ist es dem Lehrling weitestgehend freigestellt, was er baut. Es gibt nur einige eingrenzende Faktoren und Mindestanforderungen. Das Gesellenstück muss in 100 Stunden gebaut werden. Man hat also bei 8 Stunden täglich etwa 2,5 Wochen Zeit. Es muss mindestens eine Tür oder eine Klappe verbaut haben. Es muss mindestens ein Schloss verbaut sein. Es muss mindestens eine Schlitz- und Zapfenverbindung verbaut werden. Es muss mindestens ein Rahmen mit Füllung vorhanden sein. Es muss mindestens ein klassisch geführter, gezinkter Schubkasten vorhanden sein. Alle Oberflächen müssen behandelt sein. Es muss mindestens eine Fläche furniert werden. Und im Gegensatz zu den Jahrgängen vor mir war es uns erlaubt, Topfbänder zu verbauen und sämtliche Maschinen und bekannten Tricks einzusetzen. Mit diesen Vorgaben setzt man sich etwa ein halbes Jahr vor Baubeginn hin und macht seine Pläne. Von unseren Berufsschullehrern gab es den Wunsch, dass unsere Gesellenstücke etwas mit uns als Person zu tun haben sollen, also nicht eine weitere immer gleiche Kommode oder Nachttisch. Am besten etwas, was mit den eigenen Hobbys zu tun hat. Ich war dann erstmal recht ratlos und hatte lange keine guten Einfälle. Ich dachte an ein kleines Schmuckkästchen, wobei das nichts mit mir zu tun hätte. Dabei war es eigentlich recht offensichtlich. Eines meiner Hobbys ist die Foto- und Videografie. Ich drehe Videos und habe hierfür einiges an Equipment, das bis jetzt keinen richtigen Platz hat. Mit dieser Idee ging ich dann relativ architektonisch an das Gesellenstück ran und machte ein paar grobe Entwürfe. Video-Equipment setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen. So gibt es selbstverständlich die Kamera mit dazugehörigen Objektiven. Weiterhin braucht man Mikrofone und Audio-Equipment, um einen guten Ton aufzunehmen. Man benötigt viel Licht, was mit künstlicher Beleuchtung, Reflektoren und Diffusoren erreicht wird. Und um all das zu positionieren, braucht man viele Stative, Arme und Klemmen. Und dann gibt es noch diverses kleinteiliges Zubehör wie Akkus, Ladekabel, Schrauben, Speicherkarten, Adapter und so weiter und so fort. Ich wollte also mein Gesellenstück in Module aufteilen, die jeweils eine dieser Gruppen beherbergen sollten. Es sollten also 5 Module sein. Kamera, Beleuchtung, Stative, Ton, Zubehör. Ich wollte, dass jedes dieser Module seinen Inhalt in der Materialität aufgreift und widerspiegelt. Die Kameras sind mit ihren Objektiven lichtdurchlässig. Das Hauptmaterial ist Glas und Aluminium oder Plastik. Das Modul sollte deshalb leicht wirken und ebenfalls lichtdurchlässig sein. Die Beleuchtung sollte natürlich hell sein, also kommt hier helles Holz zum Einsatz. Außerdem Milchglas, das an einen Diffusor erinnert. Stative zeichnen sich durch Stabilität aus, sollten also lieber etwas schwerer sein. Außerdem sind sie meistens in Schwarz gehalten, um keine unerwünschten Reflexionen zu erzeugen. Dieses Modul sollte also ebenfalls schwer und dunkel wirken. Ich dachte an eine Metalltür oder etwas ähnliches.
Charakteristisch für Mikrofone ist ein Popschutz in Form eines Schaumstoffes oder einer Membran, die das empfindliche Mikrofon vor Wind- und Luftwirbelungen, die beim Aussprechen harter Konsonanten entstehen, schützen sollen. Diese weichen Membrane könnte man als eine Türfüllung verwenden. Bleibt noch das Zubehör, dessen einzige gemeinsame Eigenschaft die Größe ist. Alles ist klein. Also sollte dieses Modul auch eher klein sein. Das war mein Grundstein. 5 Module, die recht unterschiedlich sind. Ich weiß nicht wieso, aber für mich war sofort klar, dass das Ganze als Hängeschrank realisiert wird. Ein solitäres Element in Form einer Vitrine oder eines Raumtrenners wäre auch möglich, kam für mich aber nicht in Frage. Also machte ich erst einmal verschiedene Entwürfe, wie ich diese Elemente an der Wand anordnen könnte. Am Ende lief es auf diesen Entwurf hinaus, den ich dann detaillierter ausplante. Das Modul für Audio-Equipment habe ich rausgenommen, da mein Gesellenstück so schon sehr umfangreich war. Ein 5. Modul hätte den Rahmen gesprengt. Das Modul für Stative soll ein großes Rechteck werden. Die Dimension ergab sich durch mein größtes Stativ. Die Tür wird mit Phenix beschichtet, einem recht neuen Material, das durch eine Nanostruktur widerstandsfähig gegen Kratzer ist. Und man kann Kratzer sogar einfach wegwischen. Das Material hat leicht regenerative Eigenschaften. Außerdem sieht man darauf keine Fingerabdrücke und es ist tief matt schwarz, was der Schwere, die ich haben wollte, nur entgegenkommt. Die Tür wird über ein Schubstangenschloss verschließbar. Im Inneren findet sich ein Regalboden mit Aussparungen, damit man Stative darin einhängen kann. Der Boden soll mit Trägern in einer System 32 Reihenlochbohrung halten, somit wird er in der Höhe verstellbar und kann in Zukunft noch durch weitere Böden erweitert werden. Im unteren Teil findet sich noch eine Schublade, in der zum Beispiel Schrauben und Schnellwechselplatten für Stativköpfe aufbewahrt werden können. Das Beleuchtungsmodul wird rechts davon hängen. Es wird ein waagerechter Korpus mit einer Rahmenfront mit Milchglasfüllung. Der Rahmen wird klassisch mit Schlitz und Zapfen auf Gärung ausgeführt. Ich sah 2 Optionen zum Öffnen, entweder als Klappe, die nach unten aufschwingt, oder als große Schublade. Ich entschied mich schlussendlich für die Schublade, die wie schon die Stativtür mit Phenix beschichtet werden soll. Man könnte zwar sagen, dass das dunkle Phenix dem Grundkonzept von hellem Lichtmodul entgegensteht, aber Scheinwerfer sind auf ihrer Rückseite auch meistens schwarz gehalten. Das Modul für Akkus und Zubehör soll als QB, also kleiner Würfel, ausgeführt werden. Damit das Ganze ein bisschen einheitlicher wird, habe ich hier die Front vom Beleuchtungsmodul übernommen und als einfache Drehtür ausgeführt. Im Inneren findet sich ein klassisch geführter Schubkasten, in dem die Kleinteile untergebracht werden können. Die Kameras und Objektive sollten in einem separaten Modul untergebracht werden, das etwas abgetrennt vom Rest hängt. Ich habe 2 Hauptkameras mit Wechselobjektiven, die möglichst sichtbar ausgestellt werden sollen. Deshalb sind sie von den Objektiven noch einmal abgetrennt. Die Objektive sollen staubgeschützt hinter einer Glastür stehen. Weil man durch die Objektive natürlich hindurchschauen kann, soll dieses Modul auch keine Rückwand bekommen, sodass man auf die Wand schaut, an der es hängt. Dadurch wirkt es auch gleich viel leichter. Das Beleuchtungsmodul hängt direkt unter dem Kameramodul und dient hier als Ablagefläche, während man Objektive tauscht oder das Equipment für Reisen zusammenpackt. Ich benötige also 2 Holzsorten, ein möglichst helles für die Rahmen und einen Kontrast dazu, also ein vergleichsweise dunkles Holz, was den Grundton des Möbels ausmachen wird. Das helle Holz war schnell gefunden, Ahorn. Es lässt sich sehr gut bearbeiten, ist recht feinporig und sieht gut aus. Zusammen mit Nussbaum stellt es die klassische Kombination für Gesellenstücke dar. Anstelle von Nussbaum entschied ich mich aber für Mahagoni Sapeli. Dieses Holz hat eine wunderschöne Struktur und schimmert im Licht. Mit diesem groben Entwurf machte ich dann immer genauere und kleinteiligere Entwürfe, bevor ich einen echten Plan zeichnete. Plan bedeutet in diesem Fall eine 3-Tafel-Projektion. Eine 3-Tafel-Projektion ist eine orthografische Darstellung von oben, frontal und von der Seite. Wenn das nicht reicht, schneidet man das Werkstück zusätzlich noch durch. Da mein Gesellenstück aus 4 Korben besteht, brauche ich so insgesamt 15 Ansichten und Schnitte. Obwohl es uns freigestellt war, die Pläne auch in CAD zu fertigen, machte ich nur die ersten Pläne am Computer und die finalen Pläne dann von Hand. Sie sollten im Maßstab 1:1 abgegeben werden, auf DIN A3-Blättern. Weil das natürlich nicht passt, werden unwichtige Teile im Plan ausgeklammert und nur konstruktiv kritische Stellen dargestellt. Diese Pläne werden dann dem Prüfungsausschuss vorgestellt, wo man, sofern alles in Ordnung ist, die Genehmigung zur Ausführung erhält. Bevor wir anfangen durften, sollten wir jedoch die Pläne noch einmal als Brettriss in Lebensgröße zeichnen. Ein Brettriss ist quasi ein Plan ohne Aussparung im Maßstab 1:1, der nicht auf Papier, sondern einem festen Material, zum Beispiel einer Spanplatte, gezeichnet wird. Da mein Stück sowieso eine Stellwand braucht, an der es für die Ausstellung aufgehängt werden kann, dachte ich mir, meinen Brettriss an dieser Stellwand zu befestigen, und zwar so, wie es für eine 3-Tafel-Projektion am sinnvollsten wäre. Als Grundlage nehme ich dafür eine mit Grundierfolie beschichtete 8 mm MDF-Platte. Darauf lässt sich sehr gut zeichnen.
spaced around 2, and that's what we're intending. Did you maybe just, we might have missed your intent in your previous remarks. Is that what you had in mind? Ich finde, solche Zeichnungen können eine recht meditative Aufgabe sein. Und nebenbei kann man sich noch den Raketenstart von SpaceX Richtung ISS anschauen. If you're still there, we think we still have it backwards. Spätestens jetzt sollte das Gesellenstück in allen Details geklärt sein. Was bedeutet, man kann das Material, welches man für den Bau benötigt, bestellen. Dafür zerlegt man im Geiste das Werkstück einmal in seine Einzelteile und sortiert sie. Die erste Unterscheidung wäre zwischen Teilen, die von mir gefertigt werden, und Halberzeugnissen, die schon fertig bestellt werden, zum Beispiel Scharniere und Schubkastenführungen. Die Holzteile reiht man dann auf und erstellt einen Zuschnittplan. Der ist nötig, um zu wissen, wie viele und welche Platten bestellt werden müssen. So eine Platte hat die Standardmaße 2,7 Meter x 2,80 Meter. Der Verschnitt muss dabei mit eingerechnet werden. Außerdem muss die Maserrichtung beachtet werden. Je nach Werkstück soll die Maserung durch mehrere Stücke oder um Ecken herum durchlaufend sein, was den Zuschnitt verkompliziert. Die Halberzeugnisse sammle ich in einer Liste und bestelle sie, je nachdem welcher Lieferant sie am günstigsten anbietet oder am schnellsten anliefert. Außerdem nutze ich die Liste, um bei allen Teilen den Überblick über Bestelldatum, Lieferzeitraum, Verfügbarkeit und eingegangenen Lieferungen zu behalten. Damit wäre das Konzept erklärt und die Vorbereitungen getroffen. Heißt, ich kann mit dem Bau beginnen. Das seht ihr dann im nächsten Video.